Hallo ihr Lieben, heute gibt es luftige Brötchen gefüllt mit süßer Mandelfüllung. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses traditionelle finnische Gebäck, das laskiaispulla, ganz einfach selbst machen könnt. Laskiaispulla wird speziell zum Laskiainen, einem Festtag vor dem Fastenzeit gebacken. Der Tag ist vergleichbar mit dem Faschingsdienstag und wird mit vielen Leckereien gefeiert. Los geht's! Für die laskiaispullat brauchst du Mehl. Ich nehme gerne den Mehltyp 550. Dann brauchen wir noch Joghurt. Ich nehme eine Joghurt nach griechischer Art mit 9% Fettanteil und ich finde, wenn man Joghurt mit Milch kombiniert und nicht nur Milch nimmt, werden die Brötchen ganz besonders luftig. Dann brauchen wir auch Milch, eine kleine Prise Salz, Hefe. Ich nehme gerne frische Hefe. Dann brauchen wir Zucker, weiche Butter und das, was die Brötchen ganz speziell skandinavisch machen, ist der Kardamom. Der Kardamom gibt so diese typische Geschmack für die Brötchen, für die süße Hefegebäck und das ist ganz traditionell in skandinavischen Ländern und das nehmen wir auch in Finnland ganz gerne für die laskiaispullat. Und dann brauchst du noch gehobelte Mandeln für Deko. Du brauchst eine ganz große Schüssel und erst den Boden von der Schüssel so leicht mit Mehl bedecken. Dann Zucker draufstreuen und Hefe über das Zucker zerkrümeln. Den Joghurt geben wir zum Milch und kurz rühren und dann die Milch- und Joghurtmischung kurz erhitzen, bis es 35 Celsius Grad erreicht hat. Das ist die optimale Temperatur für Hefe. Es kann leicht kühler sein, dann braucht die Hefe wahrscheinlich etwas länger, aber es ist wichtig, dass es nicht heißer wird, dann wird die Hefe nicht so funktionieren, wie es soll. Und dann die warme Mischung auf das Hefe geben, dann mit einem Tuch bedecken und 15 Minuten gehen lassen. Nach 15 Minuten sollte die Hefe so schön schaumig sein. Das heißt, dass die Hefe aktiv geworden ist. Jetzt werde ich noch eine kleine Prise Salz dazugeben und den gemahlenen Kardamom. Und erst etwa Hälfte vom Mehl. Dann werde ich mit einem Holzlöffel das Ganze kurz vermischen. Dann gebe ich auch den Rest vom Mehl dazu und das Ganze wird jetzt mit den Händen 5 Minuten geknetet. Ich stelle mir dafür immer einen Wecker, da weiß ich, dass ich wirklich die 5 Minuten geknetet habe. Du kannst natürlich den Teig auch, wenn du magst, in einem Mixer kneten. Nach 5 Minuten sollte der Teig so schön geschmeidig sein und jetzt werden wir noch Butter dazugeben, weiche Butter und du solltest das Butter auch etwa 5 Minuten lang ganz langsam zum Teig geben und kneten. Nach diesen 5 Minuten solltest du das ganze Butter schon dazugegeben haben und dann wird der Teig noch weitere 5 Minuten geknetet. Nach diesen 5 Minuten sollte der Teig schön geschmeidig sein. Es sollte nicht mehr an der Schüssel oder an den Händen kleben. Der Teig duftet richtig schön nach Kardamom, richtig schön würzig und es hat auch diese kleine schwarze Pünktchen, was ganz typisch für ein skandinavisches Hefegebäck ist. Und jetzt werde ich den Teig nochmal mit einem Tuch bedecken und an eine warme Stelle etwa eine Stunde gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat. Gerade im Winter, wenn es bei dir sehr kalt ist, kannst du den Teig auch im Backofen geben. Den Backofen auslassen, nicht erhitzen, einfach so den Teig in der Schüssel bedeckt ins Backofen geben. Nach etwa einer Stunde sollte der Teig schön aufgegangen sein. So bei mir ist der Teig wirklich schön aufgegangen. Es hat sich mehr als verdoppelt. Und jetzt werde ich erst den Luft aus dem Teig lassen und dann die Arbeitsfläche schön mit Mehl bedecken, den Teig drauf geben und kurz kneten.
Dann rolle ich den Teigkugeln so, etwas länglich, so dass ich dann daraus 12 gleich große Teigbällchen ausschneiden kann. Und jetzt werde ich noch die Teigstücke in Teigkugeln formen. Du solltest die Teigstück erst so kurz kneten. Dann schauen, dass auf der Arbeitsfläche kein Mehl ist. Und dann so rollen, bis du eine schöne glatte Oberfläche hast. Und dann noch so mit den Händen, so dass diese andere Seite auch schön glatt bleibt. Ich verwende die Backpapier von meiner Kooperationspartnerfirma Fredman aus Finnland. Die Backpapier wird in Finnland hergestellt und ist in Rossmann im Handel und Online-Shop erhältlich. Und dann die kleinen Teigbällchen auf dem mit Backpapier bedeckten Backblech legen. Die fertigen Brötchen nochmal bedecken und 20 bis 30 Minuten gehen lassen. Danach mit Ei oder Milch leicht bepinseln, mit den gehobelten Mandeln dekorieren und bei 175 Grad auf der mittleren Schiene etwa 25 bis 30 Minuten schön golden backen lassen. Die Brötchen sind richtig schön geworden und jetzt fehlt uns nur noch die Füllung. In Finnland ist es ein ewiger Streit, ob man die Läskepulla mit Mandelfüllung oder mit Marmelade essen soll. Wie würdest du die Läskepulla am liebsten genießen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Für mich ist das ein schwieriger Wahl, weil mir die beiden Füllungen richtig gut schmecken. Für die Mandelfüllung gebe ich erst die gemahlenen Mandeln in eine Schüssel, dann das Puderzucker dazu. Das Puderzucker habe ich vorher durch ein Sieb gegeben, so dass es keine Klumpen hat. Und dann das Puderzucker mit Mandeln kurz vermischen, nur ganz kurz. Und dann geben wir Sahne dazu nach und nach, bis eine pastenartige Konsistenz entsteht. Die Mandelpaste sollte nicht trocken sein, es sollte eine richtig saftige, cremige Konsistenz haben. Dann können wir es erst zur Seite lassen und den Frischkäsecreme vorbereiten. Für den Frischkäsecreme werden wir erst die Schlagsahne schlagen. Erst die Schlagsahne kurz schlagen, danach nach und nach die Sahne steif dazugeben und so lange schlagen, bis die Sahne steif wird. Als nächstes zum Frischkäse etwa 1 bis 2 Teelöffel Vanille geben und Puderzucker und das Ganze kurz schlagen, bis es eine cremige Konsistenz hat. Danach die Schlagsahne in 2 Teilen zum Frischkäsecreme geben und so lange rühren, bis es schön cremig wird. Jetzt haben wir alles bereit und können die Brötchen füllen. Um die Brötchen zu füllen, schneidest du einen Deckel, damit dass du etwa 1/3 von oben abschneidest, so wie ich es im Video zeige. Das Frischkäsecreme in einer Spritzbeutel mit Spritztülle füllen und einen Ring aus Creme auf den unteren Teil des Brötchens spritzen. Die Mitte mit Mandelpaste füllen und den Deckel auflegen. Zum Schluss kannst du die fertigen Brötchen noch mit Puderzucker dekorieren. Sie sind ein echter Hingucker, oder? Ich werde direkt eins probieren, aber ich muss davor noch was sagen. Die Läskepulla sind genauso schwierig schön zu essen wie ein Burger, weil die so groß sind, aber ich probiere es mal. Richtig lecker. Richtig schwer jetzt die Pause zu machen und weiter zu filmen und nicht direkt den ganzen Brötchen zu essen.
Nach dem Probieren muss ich sagen, dass die Mandelvariante doch mein Favorit ist. Aber wenn du die Variante mit Marmelade testen möchtest oder ich habe auch eine Schoko-Variante von diesen leckeren Laskäsbulle, dann werde ich die beiden Rezepte für dich hier verlinken. Wenn du die Laskäsbulle nachbackst, dann schreib mir unbedingt mal einen Kommentar. Ich würde sehr gerne wissen, wie die dir gefallen haben. Und falls dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.